Bitte nach der Kurve nicht nochmal so eine Steigung. Bitte nicht. Come on. Südamerika. Über die Anden. Kein Auto. Fahrrad, Anhänger und Kajak. Einmal abgestiegen, das war der Fehler. Jetzt wird erstmal geschoben. Und ganz mit dem Motto, es gibt immer einen Weg ans Ziel. Es ist 7 Uhr, Tag 2. Jetzt wird früh gestartet. Jetzt kommt der steilste Anstieg der Strecke. Jetzt kommt gleich Serpentin. Es wird absolut hart. Jetzt geht es einfach nur darum, heute Morgen, bevor die Sonne da ist oder stark wird, da irgendwie hochzukommen. Unwahrscheinlich muss ich da hochschieben. Und danach geht es auch bald über die argentinische Grenze. Let's go. Boah. Alter. Das sind die härtesten 5 Kilometer, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Hier ist ein Kaffee. Mal schauen, ob das schon geöffnet hat. Ich konnte eben einen Kaffee trinken. Das Kaffee hatte eigentlich geschlossen. Die haben mir trotzdem einen Kaffee gemacht. Konnte ein bisschen sitzen. Noch eine eSIM für Argentinien holen. Was ein krasses Gefühl. Jetzt geht's abwärts. Jetzt muss ich sogar aufpassen, nicht zu schnell zu sein. Jetzt nur nicht zu schnell in die Kurve mit dem Anhänger. Jetzt geht es doch nochmal aufwärts. Wer hätte es gedacht? Nicht in der Sonne den Berg hochschieben. Die Wolken ziehen jetzt auf. Perfekten Moment heute Morgen erwischt. 5 Uhr aufgestanden, hat sich gelohnt. Hier jetzt was essen wäre super. Das ist der See. Ich gehe mal runter schauen. Erstmal hier auf Vogelsuche gehen. Eigentlich wollte ich jetzt hier was zu essen finden. Da oben war ein Schild, dass es hier Tortillas oder sowas gibt. Boah, aber ich weiß ja nicht. Also ich gehe nur ein paar Meter jetzt hier mal. Vielleicht kommt ja dann was. Hier geht es dann auch über Stock und Stein. Richtig ein nicer Trail. Nicht so viel Bock, im Trail hier zu laufen, weil meine Energiereserven natürlich einfach ein bisschen niedrig gerade sind. Boah, das ist schon wunderschön hier. Boah, hätte ich heute Nacht hier oben campen können, das wäre natürlich noch nicer gewesen. Aber das hätte ich gestern nie im Leben geschafft. Ich glaube, ich drehe hier wieder um. Ich bezweifle ja irgendwie, dass hier irgendwer mitten im Wald Essen verkauft. Vor allem, weil hier einfach keine Menschenseele ist. Aber es sieht alles so gemacht aus, ne? Hier sind so Flaggen, die den Weg markieren, damit auch kein Tourist sich verläuft. Boah, was ein Ausblick auf den See von hier. Und ich sehe da hinten noch Häuser. Vielleicht war ich sogar fast da. So, hier haben wir Vulkan Lanín. Der höchste Vulkan in der ganzen Region hier. Boah, der ist jetzt richtig dicht dran. Da hinten sieht man die andere Seite von dem Berg, wo ich gestern geschlafen habe.
Boah, die Bäume hier sind beeindruckend. So, und hier kommt die Grenze nach Argentinien. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt mein ganzes Kajak hier durchsuchen wollen. Boah ja, nach Argentinien ist jetzt hier eine lange Schlange an der Grenze. Und ja, da muss ich jetzt erstmal warten. Aber ist auch eine gute Pause. Ich habe den Stempel bekommen. So, hier endet jetzt Chile. Und die Straße wird jetzt auch nicht besser. Hoffentlich klappt das gut. Es geht ja bergab jetzt. Aber boah, ich hoffe echt, dass die Straße nicht bergab jetzt nur so ist. Bin ich mal gespannt. Das ist jetzt die Grenze zu Argentinien und das ist die Schlange zur Einreise nach Argentinien. Und ist natürlich chillig, wenn man im Auto sitzt, aber wenn man hier am Fahrrad steht, super unangenehm. Bei der Grenze gab es allerdings dann ein Problem. Ich durfte die Grenze nicht mit meinem Kajak überqueren, weil ich hatte ein besonderes Zertifikat nicht. Und zwar muss das Kajak desinfiziert werden und dieses Zertifikat reicht nur für 24 Stunden. In diesem Zeitraum muss man mit dem Zertifikat über die Grenze reisen. Leider wusste ich nichts von diesem Zertifikat und zum anderen wäre das Ganze auch in 24 Stunden eigentlich gar nicht möglich gewesen. Mir blieb dann nichts anderes übrig, als wieder umzudrehen. Allerdings muss man sagen, dass es an der argentinischen Grenze nicht sehr freundlich ablief. Dort gab es ein WLAN und ich konnte ungefähr so 30 Sekunden mit meinen Freunden aus Pucón telefonieren und danach wurde ich auch aggressiv von der Grenze runtergejagt. Ich finde es schade, dass ich dort nicht einen längeren Anruf machen durfte und was ich noch viel schlimmer fand, ist, dass ich meine Wasserflaschen dort auffüllen wollte und das wurde mir verwehrt. Es gab dort einen Wasserhahn und ich stand zuvor 2 Stunden hinter laufenden Motoren in praller Sonne und ich hatte kein Wasser mehr. Und es wäre doch sehr freundlich gewesen, wenn ich dort meine Wasserflaschen hätte auffüllen dürfen, gerade weil ich seit morgens unterwegs war und das Ganze erlebt habe. Allerdings wurde ich aggressiv von der Grenze runtergejagt und mir wurde sogar gedroht, dass mir mein Kajak weggenommen wird. An der Stelle kann man nur sagen, schade, dass es solche Grenzbeamten gibt. Sowas sollte nicht vorkommen. So, jetzt bin ich hier nochmal an der Chilean Border. Hoffentlich schaffe ich das noch alles in Zeit, 18 Uhr.